angenommen, wir hätten keine Bienen mehr, dann verhungern die Leute. Und die Bienen hat man eigentlich nicht nur wegen dem Honig, sondern die Befruchtung ist dann viel, viel grösser. Aber ich weiss nicht, ob die Leute das gar nicht mehr begreifen, oder? Weil es jetzt so hinter sie geht und einfach alle Jahre weniger und so, irgendwann ist der Feuer oben. Und das sollte man einfach schon schauen, zu verhindern. Als ich 14 war, hat mich die Leidenschaft schon gepackt bei den Klosterfrauen. Schon dann wusste ich, Bienen sind etwas sehr Mystisches. Und von dort an habe ich immer versucht, Kontakt zu den Bienen zu knüpfen. Und eigentlich seit 18 habe ich meine ersten Völker bis jetzt und meine Leidenschaft nicht los. Also für mich das Faszinierendste an der Imkerei ist so wirklich das Lebewesen, das Bienenli. Einerseits als Individuum, das Tier selber, aber auch das ganze Volk, der Schwarm, der daraus entsteht. Gerade jetzt im Frühling, wo alles so richtig explodiert, man spürt das richtig. Und seit ich imkere, nehme ich auch die Natur, die Umwelt ganz bewusster, ganz anders wahr als vorher. Und das ist das, was es für mich ausmacht. Angefangen habe ich 1977, alle Kurse gemacht, die es gibt. Ich bin auch schon pensioniert, das Bielen, das ist meine Freude, kann man sagen, oder? Also der wichtigste Aspekt ist sicher die Bestäubung, die die Bienen uns leisten. Also bis zu 80% wird von den Bienen bestäubt. Ist das Naturhölzer in dem Sinn oder Pflanzen, wie aber auch Obstbäume und sonst Kulturen, die wir in der Landwirtschaft haben, die wir nicht unterschätzen darf. Weil wenn wir keine Bienen mehr haben, hätten wir dort schon mal ein riesiges Erntedefizit in dem Sinn. Die Völker möchten gerne Nektar sammeln. Sie sind bereit, sie sind voll in der Brut drin. Und meine Aufgabe ist jetzt zu schauen, dass sie genug Futter haben, dass die Vorräte länger noch bis blühen, dass sie nicht an Futter leiden. Schauen auch, ob sie gesund vital sind und sonst müssen die je nachdem das Volk auflösen. Aktuell schaue ich rein bei den Völkern, wie es ihnen geht. Es sind so die ersten schönen Frühlingstage. Ich schaue, ob sie genug Futter haben. Ich tue bereits die ersten Zusatzwaben rein, also das können die Brut nachziehen, dass sie genug Platz haben. Und tue so eigentlich den guten Fortbestand sicherstellen, dass sie sich auch richtig entwickeln können. Ich hatte eigentlich sehr Glück über den Winter. Ich habe 3 Völker verloren von 17. Da bin ich zufrieden. Es geht mir sehr gut. Sie sind aktiv, sie sind vital. Jetzt finden sie auch schon die ersten Pollen draussen. Und ich bin wirklich zufrieden. Es geht mir gut so weit. Ja. Nach allen Anzeichen erwarten wir eigentlich nicht eine gute Überwinterung. Also wir haben das Gefühl, dass wir sicher 60+ % von allen Bienen verloren haben. Das ist noch schöner hier. Ja, weißt du, was ich Aha, da. Da, dieses Hösli. Schöne Weidenhösli. Die Weissen hier, das ist alles offen, die Brut. Als ich voll hatte, waren es 200. 200 Völker, manchmal noch etwas mehr, oder? Und dann sind 150 fort. Ich glaube, 53 Völker sind noch gesehen. Und jetzt letztes Jahr sind 30 fort und jetzt heuer 100.
Es ist einfach Kasten leer, fertig. Und da ist sie leer, die vorderste Luke. Also das Bienensterben ist zunehmend ein Thema. Es ist nicht einfach zum Imkern. Ein Aspekt ist sicher die Varroa, die uns zu arbeiten macht wegen der Behandlung. Wir haben das Gefühl, die grössten Probleme werden uns bereitet durch den Einsatz der Pestizide, die von der Landwirtschaft her gebraucht werden. Und die Chemikalien, die vergiften unsere Bienen. Durch das haben wir nachher den Leerflug. Oder volle Futterwaben und einfach nichts mehr drin. Halbe Waben mit Blütenstaub drin. Oder? Das ist vergifteter Blütenstaub. 100%ig sicher. Sonst würden es die Kleinen auch nehmen. Und die überleben. Also das Bienen geht ja das Pestizid in dem Sinn über Nektar holen von der Pflanze, die sie aufnimmt, von ihren gebeizten Körnchen, die sie in dem Sinn schon gesät vom Menschen so überkommt. Und das andere ist der Pollen, den das Bienen auch ernten von dieser Pflanze, die es dann auch heimbringt und seine Babys verfuttert. Und das Bienen ist eben dort sehr empfindlich, was Gift anbelangt und je nachdem mit geschwächtigem Immunsystem kann reagieren. Bei mir ist jetzt das 3. Jahr, dass sie leer fliegen. Und das vermag man ja dann nicht mehr. Oder? Der 100 Völker fort, 50'000 Steine. Ist einfach fort. Oder wenn sie einem hier Theorien erzählen, die hinten und vorne nicht verheilen, das ist das, was einem verrückt macht. Oder? Gänge so alten Käse erzählen hier, mit der Milbe sei die Schuld und so, wenn es gar nicht ist. Klar, wenn jemand die Milbe nicht bekämpft, wie man muss, dann gehen sie auch kaputt, aber das ist schon im September kaputt. Und dann hat es Bienen drin, die keine Flügel mehr haben, oder noch halb so grosse Flügel. Das ist die Milbenschäden, aber Leerflüge ist nicht Milbe. Die Lösungsansätze für das Problem ist, glaube ich, schon das Bewusstsein von der Bevölkerung, auch wie wichtig das Bienen sind, also dass alle etwas dazu beitragen oder sollten dazu beitragen, dass es den Bienen gut geht. Und in den Privatgärten einfach auch schaut, weniger Insektizide anzuwenden, mit einfacheren Mitteln die Schädlinge zu bekämpfen, kann man sagen. Und einfach auch im Garten bewusst Bienenpflanzen setzen, weil dann hat man Safari pur um das Haus herum. Die Landwirtschaft natürlich, die gefordert ist, die Politik aber auch, halt, die Geld für die Forschung vermehrt ausgeben. Für uns ist ganz klar, die biologische Art der Landwirtschaft ist die einzige Zukunftsform, die wahrscheinlich akzeptierbar ist von den Bienen. Also eine Landwirtschaft ohne Pestizide. Und ich wünsche mir, dass die Monokultur wieder eine Artenvielfalt wird Platz machen. Von meinem Beruf her wünsche ich mir auch, dass wir noch manches Jahr imkern und gesunde, starke Bienen haben und gesundes Wachs ohne Vergiftungsrückstände drinnen.